Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine wunderbare Prinzregententorte. Und zwar besteht diese Torte aus 7 Biskuitböden und sie ist gefüllt mit einer klassischen deutschen Puddingbuttercreme, Schokopuddingbuttercreme und natürlich überzogen mit einer fantastischen, leckeren Schokoladenschicht. Sie wird normalerweise ganz klassisch, ganz schlicht serviert. Aber da ich sie als Geburtstagstorte für meine Älteste zubereite, werde ich sie noch ein wenig dekorieren. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt und ich verlinke es euch auch gerne hier auf dem kleinen i. Da könnt ihr dann das Rezept nachlesen und auch ausdrucken. Vergesst bitte auch nicht, meinen YouTube-Kanal und meinen Blog zu abonnieren. Dann bekommt ihr bei beidem immer eine Benachrichtigung, wenn etwas hochgeladen ist. Ja, und wir starten gleich mit der Zubereitung unseres Puddings. Wir kochen uns den Pudding zuerst, weil der einfach noch etwas Zeit zum Abkühlen braucht. Der Topf ist bei mir kalt ausgespült, einmal kurz. Das ist ein alter Trick von meiner Großmutter. So brennt euch der Pudding nicht so leicht an. Wir geben uns 500 Milliliter Milch in einen Topf. Da gebe ich jetzt das Puddingpulver hinzu, und zwar habe ich hier Schokoladenpuddingpulver. Ihr könnt aber auch einfach Stärke nehmen, weil wir nachher noch Schokolade oder Backkakao hinzufügen werden. Gebe ich dazu und rühre das gerade ein. Die Milch sollte natürlich kalt sein, sonst klumpt euer Pulver. Dann gebe ich noch 2 Esslöffel Zucker hinzu, rühre die auch noch mit rein und koche das Ganze auf. Natürlich unter ständigem Rühren, damit euch der Pudding nicht anbrennt. Und hier habe ich schon Schokolade stehen, und zwar 100 Gramm habe ich mir geraspelt. Die werde ich mir am Schluss dann noch unterheben, so wird der Pudding besonders lecker. Die Hitze nicht zu hoch stellen, damit euch das Ganze nicht anbrennt. Und ihr seht, es wird dick. 1 Minute rühren jetzt, damit die Stärke einfach richtig schön abbindet. Und da blubbert es, seht ihr? Kräftig rühren, dass nichts anbrennt und die Hitze runterstellen und dann nach 1 Minute vom Feuer nehmen. Wunderbar, jetzt geben wir uns die Schokolade dazu. Die sollte schön fein geraspelt sein. Die lassen wir uns jetzt darin schmelzen. Dadurch wird der Pudding besonders lecker. Wir bekommen eine fantastische Pudding-Buttercreme. Und meine Tochter liebt Schokolade, deswegen muss das natürlich so gemacht werden. Und wenn ihr keine Schokolade daheim habt, könnt ihr auch noch etwas weiteres Kakaopulver einrühren oder den Pudding einfach so kochen. Ist dann halt nur nicht ganz so geschmackvoll. Wer möchte, kann jetzt auch noch einen Schuss Rum hinzugeben. Ich gebe jetzt mal einen Esslöffel hinzu, 1 oder 2. Ganz nach Belieben könnt ihr das machen. Den rühren wir uns auch noch mit rein. Einfach für den Geschmack. Und wenn bei euch Kinder mit essen, dann könnt ihr auch Rum-Aroma verwenden. Wunderbar, unser Pudding ist fertig. Den fülle ich mir jetzt einfach um in eine Schüssel, dass er schön abkühlen kann. Am besten eine flache Schüssel. So, und wir decken ihn uns ab mit einer Frischhaltefolie und zwar direkt auf dem Pudding, damit sich beim Abkühlen keine Haut bildet. Alternativ könnt ihr auch den Pudding einfach mehrfach durchrühren beim Abkühlen. So, ich stelle ihn mir raus auf den Balkon und in der Zeit machen wir uns dann die Böden fertig. Wichtig ist auch noch, dass eure Butter draußen steht im Zimmer, dass Pudding und Butter die gleiche Temperatur haben. Ihr könnt die Pudding-Buttercreme auch am Vortag bereits vorbereiten. Da unsere wundervollen Böden für diese Torte aus einer Biskuitmasse bestehen, eigentlich streng genommen eine Wiener Masse, denn es kommt noch zerlassene Butter hinzu und diese Masse nicht so lange stehen darf, müssen wir uns alles gut vorbereiten. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Backpapiere fertig. Ich habe hier meine Form, meinen Ring auf 26 cm Umfang eingestellt und male mir jetzt einfach mit Bleistift immer hier einen Kreis auf. Wenn ihr flache Tortenbackringe habt, könnt ihr auch diese verwenden. Genau, und so machen wir das mit allen 7 Papieren. Und wir werden uns den Ofen schon mal vorheizen auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Oder wenn ihr 3 Böden oder 2 auf einmal backen wollt, dann könnt ihr auch 150 Grad Umluft verwenden. So, los geht's. Wie immer werden wir uns unser Eiweiß schön steif schlagen mit einer Prise Salz. Ich habe jetzt hier 8 Eiweiß, Prise Salz. Die schlagen wir uns erst an und dann lassen wir uns 70 Gramm Zucker noch hinzurieseln. Und die anderen 70 Gramm kommen in unsere Eigelbmasse. Das zeige ich dann gleich. Anschlagen.
Und sobald die Masse so aussieht, dann einrieseln lassen. Und das wäre jetzt noch viel zu wenig. Die Masse muss wirklich so 10 bis 15 Minuten geschlagen werden. Macht das am besten, wenn ihr habt, in der Küchenmaschine. Ich zeige das nur immer im Handrührgerät, damit das wirklich alle machen können. Aber die Küchenmaschine ist natürlich hierfür jetzt geeigneter. Und ihr seht, jetzt entstehen hier steife Spitzen. Noch ein paar Minütchen länger schlagen und dann ist die Masse richtig. Und dann können wir uns um die Eigelbe kümmern. 10 Minuten habe ich jetzt geschlagen. Die Masse ist fertig. Sie glänzt und die Spitzen bleiben so ziemlich stehen. Ihr seht es auch hier am Rührer. Sie dürfen so ein bisschen noch hängen, das ist nicht schlimm, aber sie sollten doch schon richtig schön fest sein. Jetzt nehmen wir uns das Eigelb vor, das gerade beiseite stellen. Und zwar geben wir jetzt die 8 Eigelb in eine Schüssel, eine andere Schüssel. Und schlagen die auch noch schön weißcremig und lassen auch hier jetzt 70 Gramm Zucker einrieseln, also die andere Hälfte des Zuckers. Auch hier gut 5 Minuten schlagen die Masse, bis sie so hellgelblich wird und wunderschön cremig ist. Und dann können wir sie unter unser Eiweiß rühren. Ich schlage sie noch ein bisschen und dann legen wir los. Wunderschön. Ein bisschen Vanillepaste gebe ich noch hinzu, so ungefähr einen Teelöffel. Da könnt ihr auch das Mark einer Vanilleschote nehmen. Und verrühre die noch mit rein. Sehr schön. So können wir jetzt unsere Eigelbmasse unter das Eiweiß heben. Dazu brauchen wir die Rührer nicht mehr. Sehr schön. Unser Eiweiß ist schön standfest. Da passiert gar nichts. Und wir füllen jetzt einfach unser Eigelb hier rauf. Und heben das einfach nur gerade vorsichtig unter. Richtig schön mit dem Spatel oder gerne auch mit dem Schneebesen, wenn euch das einfacher fällt. Jetzt sieben wir uns noch 140 Gramm Mehl darüber. Ich setze gern mein Mehl zusammen aus 100 Gramm Mehl, 40 Gramm Stärke und einem Teelöffel Backpulver. Aber ihr könnt auch einfach nur 140 Gramm Mehl verwenden. Und das siebe ich mir jetzt, wie immer bei Biskuit, darüber, damit wir noch mehr Luft haben, damit auch keine Klümpchen entstehen. Schön unterheben. Da braucht man eine große Schüssel, ihr seht es. Und wir geben uns noch die zerlassene, abgekühlte Butter hinzu. Und zwar sind das 50 Gramm. Die auch noch vorsichtig mit unterheben. Und jetzt nur so lange, bis alles miteinander schön verrührt ist. Ganz, ganz sanft und vorsichtig, denn wir wollen unsere Masse so fluffig wie möglich behalten. Die muss uns ja jetzt diese Backzeit überstehen. Auch die letzten Böden sollen noch fluffig bleiben. Und deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen aufpassen. Also nicht zu lange rühren, nur so lange, bis alles wirklich homogen miteinander vermischt ist. So, und das langt schon. Mehr sollte man gar nicht rühren. Jetzt können wir direkt den ersten Boden backen. Deswegen war es ja auch so wichtig, vorzuheizen den Ofen, dass er jetzt fertig ist und dass wir gleich starten können mit unserem ersten Boden. Wenn ihr, wie gesagt, einen Dobosch-Streichring daheim habt, ich zeige den nachher, wenn er dann mal angekommen ist, endlich in der Post, dann könnt ihr das mit diesem Dobosch-Streichring machen. Da geht es einfacher. Ich zeige euch jetzt das Ganze ohne, was ja auch gut ist, dann kann es jeder machen.
Wir haben uns ja den Kreis aufgemalt. Bei mir sieht man den jetzt nur leider gar nicht so gut. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde noch hier meine Form aufstellen und mir einfach ein bisschen Teig hier jetzt reingeben und dann die Form hochziehen, sodass ich einen möglichst geraden Boden habe am Ende und einen möglichst runden Boden. Sagen wir mal, immer 2 große Löffel Teig oder sagen wir mal 3 vielleicht. Dann brauchen wir natürlich eine kleine Palette und streichen uns das jetzt hier schön vorsichtig in den Ring rein. Am besten das Blech dann zwischendurch drehen, bis alles schön verstrichen ist. Perfekt, jetzt ziehen wir uns die Form hoch und dann haben wir unseren Boden auf dem Backpapier und den backen wir jetzt sofort für 7 bis 10 Minuten maximal. So, nochmal ohne Ring verstreichen, einfach dann bis zu dem Rand, den wir uns gezeichnet haben. Möglichst gleichmäßig und den Rand auch nicht zu dünn machen, der verbrennt euch sonst leicht. Also es muss wirklich gleichmäßig bestrichen werden. Und bei mir beträgt die Backzeit jetzt 6 Minuten. Also wirklich dabei bleiben und gucken, dass die Böden nicht zu dunkel werden. So gerade wie möglich versuchen zu verstreichen. Je schöner die Böden nachher werden, desto schöner wird natürlich auch eure Torte. So, der erste Boden ist fertig und ihr seht, er ist noch ganz, ganz schön weich. Sollte auch sein, er darf nicht zu lang gebacken werden, sonst wird er brüchig. Wir drehen ihn sofort um und ziehen ganz, ganz vorsichtig unser Backpapier ab. Und ihr seht, das wird hauchzart. Bei mir war der Boden jetzt auch nur 7 Minuten im Backofen. Die werden im Grunde so dünn wie Pfannkuchen und so sollen sie auch sein. Sie sollen noch elastisch sein und nicht brechen, dann habt ihr sie zu lang gebacken. Wir lassen sie jetzt schön auskühlen auf dem Gitter. Alle 7 Böden backen wir so und dann sehen wir uns zum Füllen der Torte wieder. Während ich alle Böden gebacken habe, habe ich mir jetzt auch schon meinen Pudding wieder reingeholt. Er ist schön abgekühlt, dass er nicht zu kalt wird. Er soll ja dieselbe Temperatur wie meine Butter haben. Und die Böden habe ich mir gestapelt, einfach immer mit einem Backpapier dazwischen, sodass sie nicht aneinander ankleben. Ja, jetzt warte ich noch auf den 7. Boden und dann können wir die Buttercreme herstellen. Also die Böden sollten wirklich schön hell abgebacken werden. Ungefähr so sollten sie sein, nicht so, das ist dann schon verbrannt. So sollte der Boden aussehen und er sollte wirklich so wie so ein Pfannkuchen auch noch ganz luftig und leicht sein. Wenn er zerbröselt, dann habt ihr zu lange gebacken. So, jetzt geht es an unsere Buttercreme. Folie gerade abmachen. Einmal durchrühren mit dem Rührgerät. Wunderschön. Und jetzt geben wir einfach unsere zimmerwarme Butter esslöffelweise dazu. Ich habe sie mir einfach in Würfel geschnitten. Alternativ könnt ihr auch die Butter jetzt nochmal separat weißcremig schlagen und das umgekehrt machen. Den Pudding in die Butter, aber es ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Es muss eins zum anderen. Und ihr seht, ich verrühre das wirklich immer erst ein Stück und gebe erst dann das nächste dazu. Das dient einfach dazu, dass hier nichts gerinnt. Und falls sie euch doch mal gerinnen sollte, könnt ihr einfach etwas Kokosfett erhitzen und vorsichtig mit runterrühren. Dann sollte das Ganze sich wieder schön verhalten, so wie wir es haben wollen. Deswegen die Butter immer schön nacheinander hinzugeben. Wunderschön, unsere Buttercreme ist fertig. Und wir können die Torte füllen. Hier können wir jetzt auch gleich einen Ring drum stellen. Und wir füllen die Torte jetzt einfach immer mit so ein paar Esslöffeln Creme. So ungefähr 70 Gramm können es sein. Es sollte nur eine dünne Schicht sein. Ich sag mal so 3 oder sagen wir mal 2 Löffel erstmal. 2 bis 3. Schön reinstreichen. Ihr braucht dafür eine kleine Palette oder einen Löffel, könnt ihr auch nehmen. Ihr könnt das natürlich auch ohne den Ring machen, aber dann wird es nicht so exakt. Der nächste Boden kommt hier wieder drauf. Den legen wir uns gerade rein. Und wenn ihr jetzt gut gebacken habt, dann sollte das auch alles gut reinpassen. Also wirklich schauen, dass ihr die Böden richtig schön ausbackt. Richtig schön gleichmäßig, wenn es geht. Wieder Creme. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir
beim letzten Boden angekommen sind. Und wir schließen oben mit einem Boden ab. Schaut, dass eure Schichten möglichst gleichmäßig werden. Je gleichmäßiger, desto schöner ist nachher der Anschnitt der Torte. Wunderbar. So, der letzte Boden, das war jetzt mein erster eigentlich. Der kommt jetzt so rum drauf. Ich werde nochmal hier außen ausgleichen so ein bisschen, dass ich eine möglichst gerade Oberfläche habe. So. Und nach einer Kühlzeit können wir uns die Torte aus dem Ring holen und sie dann außenrum auch verkleiden. Bei mir war die Torte eine Viertelstunde im Tiefkühler. Ich hole sie jetzt aus der Form. Ihr könnt sie auch länger drin lassen oder einfach eine halbe Stunde im Kühlschrank bis eine Stunde. Dann ist die Creme sicherlich fest. Und ihr seht, ja, die ist fest geworden. So eine Torte sollte auch unbedingt immer bei Zimmertemperatur serviert werden. Jetzt können wir uns den Ring abmachen. Wenn eure Böden nicht gleichmäßig waren, nicht gleichmäßig gebacken waren, dann müsst ihr sie natürlich auch noch zurechtschneiden. Da kommt unsere Torte. Und ich werde sie jetzt nochmal einmal final einstreichen, dass hier keine Lücken mehr sind und dass sie wirklich gerade ist. Das muss nicht viel sein, aber dass wir einfach hier draußen noch eine schöne glatte Fläche bekommen. Und dann kann ich auch noch mit dem Rest der Creme hier oben gut ausgleichen, falls da noch nicht ganz gerade ist. Das Ganze noch schön abziehen und dass es wirklich alles so gerade wie möglich ist, zur Mitte hinweg streichen. Denn die Torte muss ja bereit sein für unseren Überzug. Wir wollen sie ja noch mit Schokolade übergießen. Unsere Torte ist fertig eingestrichen, kommt jetzt am besten so 3 bis 4 Stunden, gerne auch über Nacht in den Kühlschrank. Und dann werden wir sie final mit unserer Kuvertüre überziehen und können sie dann genießen. So, über Nacht war die Torte bei mir im Kühlschrank. Sie ist schön fest geworden. Ich habe sie jetzt schon mit Hilfe eines Tortenretters und eines Messers auf ein Abkühlgitter gesetzt, damit wir einfach nachher die Glasur schon drüber laufen lassen können und einen Teller drunter gestellt, einen größeren, sodass die restliche ablaufende Glasur dann weiter verwendet werden kann. 200 Gramm Kuvertüre, die habe ich mir so grob gehackt. Ich gebe mir dazu 100 Gramm Nougat und einen Esslöffel Butter werde ich mir auch noch mit reinschmelzen. Der kommt aber erst gleich dazu. Das Ganze jetzt einfach so langsam schön schmelzen lassen, ab und zu mal umrühren. Das dauert eine Weile. So, da ist fast alles jetzt geschmolzen. Am schnellsten geht es natürlich, wenn ihr die Schokolade in möglichst gleichmäßige Stücke schneiden könnt und hacken könnt. Das sieht schon gut aus. Jetzt können wir auch unsere Butter hinzufügen noch und mitschmelzen lassen noch. So, los geht's. Das Arrangement ist schon bereit. Wir haben unsere Torte, wir haben den Teller drunter, wir haben die Schokolade bei mir an der Seite, einen Backpinsel und eine Palette. Und jetzt gleich nachhelfen. Und wichtig ist jetzt auch, dass wir die Torte vom Gitter lösen, weil sie sonst anklebt. Mit Hilfe eines Tortenretters und einer Palette habe ich sie rübergesetzt auf meine Platte. Und das Gute ist, die Platte kann man drehen. Ich werde sie einteilen in 16 Stücke und drücke das jetzt hier rein, bevor die Glasur ganz angezogen hat. Die Torte glänzt wunderbar. Ich werde jetzt noch für meine Tochter Pralinen aufsetzen. Eigentlich wäre sie nämlich jetzt so fertig. Eine solche Torte wird nicht noch groß dekoriert, sondern die Überraschung besteht natürlich im Innenleben. Aber da dies ja eine Geburtstagstorte wird, werde ich sie noch dekorieren. Jedes Stück bekommt eine schöne Praline.
Und die letzte. Unsere Torte, unsere Prinzregententorte ist fertig. Dann schneiden wir unser Törtchen einmal an. Die leckere Prinzregententorte duftet mega nach Schokolade. Ihr müsst sie natürlich bei Zimmertemperatur servieren, denn Schokolade braucht immer etwas, um ihren Geschmack zu entfalten, etwas Wärme und dann ist sie einfach perfekt. Schokolade pur, die Böden so schön dünn dazwischen, also das ist wirklich ein ganz besonderes Törtchen. Diese Torte hat eine super, super Optik, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr begeistert von diesem schönen Streifenlook. Die Torte schmeckt einfach traumhaft lecker, schön nach Schokolade, nach der Buttercreme, nach der Kuvertüre. Alles ist eine einzige wunderbare Schokoladenkomposition. Kann ich euch nur absolut ans Herz legen. Das war die fantastische Prinzregententorte. Wirklich eine Traumtorte. Der Aufwand lohnt sich. Ich kann euch nur empfehlen, sie einmal nachzubacken. Schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Ich bekomme immer so viele tolle Fotos. Vielen Dank dafür übrigens. Und markiert mich einfach mit @sugarprincess oder @sugarprincessc mit hinten Y. Dann sehe ich eure Fotos auch. Und ja, was ich noch sagen wollte, ich habe heute, als die Torte schon fertig war, diesen flachen Streichring für Torten bekommen in der Post. Den hätte ich jetzt gebraucht. Ist wirklich ein super schönes Werkzeug. Damit wäre es viel einfacher gegangen. Ja, kann ich nur empfehlen. Das hier hat ja sogar Löcher. Ich verlinke euch den hier unten in der Infobox und wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Nachbacken. Bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss!